Mein Name ist Lea Schneider und ich bin Qualifikationsprofessorin am Institut für Geographie der Uni in Gießen. Ich arbeite im Bereich der Klima-Umwelt-Mensch-Beziehungen und dort noch ein bisschen genauer im Bereich der Dendrochronologie. Und zwar ist die Dendrochronologie die Forschung der Jahrringe. Wir nehmen also Jahrringe als Forschungsgegenstand und beantworten damit dann verschiedenste Fragestellungen im Bereich der Klimawissenschaften, im Bereich der Ökologie und auch im Bereich der räumlichen Zusammenhänge im Ökosystem. Planetar zu denken bedeutet für mich in der Forschung in erster Linie, dass wir unsere Forschung nicht mehr so ausrichten, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, also dass wir nicht am Fortkommen der Menschheit interessiert sind, sondern den Planet als Ganzes betrachten, also dass wir den Planet weiterbringen möchten bzw. stabilisieren möchten. Und das impliziert natürlich, dass wir anerkennen, dass wir als Menschheit dafür eine Verantwortung haben. Wir wissen, dass wir aktuell die dominierende Spezies auf diesem Planeten sind und dass wir deswegen eben mit für sein Wohlergehen verantwortlich sind und das eben in allen Schritten der Forschung, von der Motivation bis hin zu irgendwelchen Ergebnissen mitzudenken, ist eben so dieser planetare Gedanke für mich. Ein wichtiger Teil des globalen Denkens ist auch die Erdsystembeobachtung, weil wir durch das Beobachten vom Erdsystem im Prinzip erst ermöglichen, dem Planet eine Stimme zu geben. Also wenn wir planetar denken wollen, dann ist es natürlich wichtig, dass der Planet auch irgendwie eine Rolle spielt und das eben aus diesem Gedanken, dass man dem Erdsystem eine Stimme gibt. Und als Beispiel, wie wir das eben machen können, finde ich die Jahrringe von Bäumen sehr geeignet. Also Bäume bilden ja jedes Jahr Jahrringe aus, also das Holz, das jedes Jahr zuwächst, bildet sich in Form von diesen Jahrringen. Und jeder dieser Jahrringe integriert im Prinzip Umweltbedingungen, die in dieser Wachstumsperiode für den Baum eine Rolle gespielt haben. Und diese ganzen Einflüsse finden wir jetzt in den Jahrringen. Die sind natürlich nicht alle bis ins letzte Detail immer aufzuspalten, aber das Schöne ist eben, dass wir mit den Jahrringen über extrem weite Zeitspannen solche Systeme analysieren können. Das macht auch so ein bisschen eben diesen planetaren Aspekt aus, dass es geht ja nicht nur um dieses Räumliche, sondern eben auch um zeitliche Horizonte, die wir jetzt eben da aufspannen können und in denen wir eben ganz neue Sachen irgendwie auch entdecken können. Also ich denke, der Unterschied zwischen dem Übergang von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen Weltbild hat schon in gewisser Weise Parallelen zu dem, was wir jetzt mit dem planetaren Denken im Prinzip anstoßen wollen, nämlich den Übergang von einem eher anthropozentrischen Weltbild in ein planetozentrisches Weltbild. Also wie gesagt, wir wollen den Planeten in den Mittelpunkt stellen. Und ich denke, ganz zentral dafür wäre eben die Anerkennung dieser Verantwortung, die wir für diesen Planeten haben. Und da sehe ich aber ähnliche Schwierigkeiten. Also ich glaube, dass es kulturell durchaus ein weiter Weg ist, bis wir in ähnlicher Weise diese Anerkennung durchsetzen, wie wir das auch für die kopernikanische Wende getan haben. Also ich hoffe, dass in 200 oder 300 Jahren die Menschen das ganz selbstverständlich verinnerlicht haben, dass wir eben diese Verantwortung haben, was jetzt aktuell, glaube ich, den meisten Menschen noch nicht so präsent ist. Ich denke, ein großer Widerstand ist
die Gewohnheit, also die Gewohnheit innerhalb der Wissenschaft. Wir sind es gewohnt, in unseren disziplinaren Grenzen zu denken, gewohnt, mit den Disziplinen zusammenzuarbeiten, mit denen wir es vielleicht schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten getan haben. Und das aufzubrechen, fordert natürlich schon nochmal eine große Motivation oder eine große Überwindung. Aber ich glaube, dass es noch einen ganz anderen Aspekt gibt, der das auch interessant macht und der auch das zu einem langen Prozess macht. Und da möchte ich den Klimawandel gern als Beispiel nehmen. Also wir haben ja inzwischen keine Zweifel mehr daran, dass die Erde um die Sonne kreist. Und wir haben aber auch keine Zweifel mehr daran, dass der Klimawandel, den wir beobachten, zu einem ganz großen Anteil menschgemacht ist. Jetzt ist aber das, was daraus folgt, weniger klar für den Fall des Klimawandels wie für den Fall der Erde, die sich um die Sonne dreht. Und damit meine ich, dass wir zwar, glaube ich, schon in der Wissenschaft anerkannt haben und uns dessen bewusst sind, dass wir eben diesen Einfluss auf das Klimasystem haben, aber die Frage, was jetzt genau daraus resultiert, die ist, glaube ich, weniger gut beantwortet oder beantwortbar. Einfach deshalb, weil wir im Prinzip jetzt vor zwei großen Möglichkeiten stehen, nämlich einmal dem Weg, dass wir sagen, okay, wir haben einen großen Einfluss auf dieses Erdsystem in den letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten gehabt. In der Zukunft müssen wir diesen Einfluss so gut es geht zurücknehmen. Wir müssen das, was wir bisher an schädlichem Einfluss genommen haben, wieder irgendwie kompensieren. Und das wäre so diese Sichtweise, die man verbindet mit so Stichwörtern wie Global Governance, Global Stewardship, also solchen Ideen, dass man quasi eine zwischenstaatliche Organisationseinheit schafft, die quasi so eine Steuerung des Planeten übernimmt. Und als Gegenstück dazu gibt es eben die Argumentation, die sagt, okay, wir haben gesehen, dass die Menschheit mit dem Planeten schlecht gehaushaltet hat, dass wir viel kaputt gemacht haben. Jetzt kann doch eigentlich nur die Konsequenz daraus sein, dass sich der Mensch eben, soweit es geht, zurücknimmt und wir eben, soweit es irgendwie möglich ist, versuchen, unseren Einfluss auf das Erdsystem zu verringern. Also im Prinzip diese Sichtweise würde so ein bisschen das andere als zu anthropozentrisch darstellen. Also wir haben was kaputt gemacht, jetzt machen wir es wieder ganz, dann ist wieder alles gut. Das würde eben diese zweite Sichtweise nicht erlauben, sondern eben sagen, nein, wir müssen einfach die Natur letztlich jetzt machen lassen und uns weiter zurücknehmen. Und das ist, glaube ich, eine schwer zu beantwortende Frage, was da letztlich der bessere Weg ist. Und es ist vielleicht auch nicht für alle Fragen einheitlich zu beantworten. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Erdsystem nicht zu unserem Schulstoff gehört. Wir haben mit dem Fach Erdkunde im Prinzip einen Rahmen dafür, das Erdsystem adäquat im Unterricht zu behandeln. Und das wird auch meines Erachtens seit vielen Jahren und auch schon Jahrzehnten durchaus gemacht. Also oft ist irgendwie noch so das Verständnis von Erdkunde, dass wir da irgendwie länderkundlich arbeiten oder so. Das ist aber nicht der Fall, sondern da wird wirklich eben auf das System Erde geschaut. Es werden gesellschaftspolitische Fragen genauso behandelt wie Fragen, die eher das physische Erdsystem betreffen. Also das ist im Prinzip schon ein Rahmen, in dem man das abdecken kann. Wenn wir über Allgemeinbildung sprechen oder darüber sprechen, inwiefern in der breiten Bevölkerung die Tatsache angekommen ist, dass die Erde ein verletzliches System darstellt, dann kann man wahrscheinlich durchaus davon sprechen, dass diese Zusammenhänge weniger präsent sind wie die des Sonnensystems. Und ich glaube, dass der Grund dafür einfach der ist, dass das Erdsystem an sich eine viel höhere Komplexität aufweist als das Sonnensystem.
wo man natürlich letztlich auch das Erdsystem dazuzählen muss. Aber wenn wir eben das Sonnensystem als ein System mit den verschiedenen Planetenbahnen, mit den Wechselwirkungen zwischen den Gravitationsfeldern betrachten, dann ist es was wir relativ gut mit naturwissenschaftlichen, physikalischen, mathematischen Gleichungen letztlich beschreiben können. Und darüber besteht auch recht große Gewissheit und Sicherheit. Das Erdsystem dagegen hat so viele Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Subsystemen, zwischen den verschiedenen Sphären, dass es um einiges schwieriger ist, die ganzen Zusammenhänge irgendwie darstellbar zu machen oder irgendwie greifbar zu machen. Also der Blick auf uns selbst schließt ja den Blick in die kosmische Weite nicht aus. Ich würde sagen, wir machen aktuell beides. Der Name Kopernikus ist natürlich insofern einfach schon deshalb gut gewählt, weil dieses Erdbeobachtungssystem sehr viel auf satellitengestützten Methoden basiert und wir dadurch natürlich automatisch diesen planetaren Blick irgendwie reinkriegen. Von dem her kann man sagen, dass der Name durchaus gut passt. Und dann geht es aber ja auch noch so ein bisschen weiter, dass wir eben mit diesem Kopernikus-System die Möglichkeit bekommen, eben dieses Erdsystem aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln zum Sprechen zu bringen, also ihm wiederum eine Stimme zu geben, um eben den Planet als Ganzes wahrzunehmen. Und ich glaube, das lässt sich dann durchaus auch wieder auf diese Idee Kopernikus zurückführen, also eben den Planet oder die Erde als Planet anzuerkennen und eben als Ganzes zu beobachten. Und was ich auch so einen ganz schönen Nebenaspekt finde, ist, dass in diesem Kopernikus-Erdbeobachtungsprojekt auch alle Daten frei zugänglich gemacht werden, also dass im Prinzip jede und jeder sich ein Bild verschaffen kann, jeder und jeder sich seinen eigenen Blick auf die Erde, auf unseren Planeten verschaffen kann.